Meine Kollegin Katja Losch, die hat sich genauer angesehen, wer hinter diesem islamischen Zentrum steht und warum es nicht schon längst verboten wurde. Und ganz in der Tradition der Hansestadt Hamburg gründeten 1953 iranische Kaufleute in Hamburg das Islamische Zentrum Hamburg mit dem Ziel, eine Moschee zu gründen, zu bauen. Und nun steht sie also dort an der Außenalster, beste Lage. Und die Adresse ist hier Programm Schöne Aussicht 36. 1963 und 65 wurde die Moschee eingeweiht und wohlgemerkt das ganze Jahr vor der iranischen Revolution. Die war ja erst 1979 und die Botschaft in Bonn, die iranische Botschaft, hatte zwischenzeitlich auch die Konten gesperrt des Islamischen Zentrums. Das heißt, das wurde hier vor allem mit privaten Geldern dann auch weitergebaut. Heute steht die Blaue Moschee unter Denkmalschutz. Seit 2013 ist ein beliebtes Fotomotiv. Da führen Bustouren hin und die werben da mit der orientalischen Schönheit mitten in Hamburg. Es gibt einen großen Gebetssaal hier unter der Kuppel, das sehen wir gleich. Da finden 1500 Gläubige statt, schiitische Gläubige, muss man dazu sagen. Der Rundteppich ist der größte der Welt und handgeknüpft. Und es gibt auch immer wieder nette Feste, das heißt zum Tag der offenen Moschee kann man sie besuchen zum Beispiel. Zu Weihnachten gibt es ein Fest der Liebe und auch immer wieder Seminare, Vorträge mit durchaus seriösen Wissenschaftlern, um eben dieses Bild eines wohlwollenden Islam nach außen zu vertreten. Aber das ist eben nur Schein, dieses gemäßigte Bild. Und das haben eben mittlerweile auch die Behörden erkannt. Seit 1993 wird eben das IZH vom Verfassungsschutz in Hamburg beobachtet. Es gilt als weisungsgebundener Außenposten Teherans, als bedeutendes Propagandazentrum des Irans in Europa, eben mit dem Ziel, die islamische Revolution zu exportieren. Sie stellte der Hisbollah-Anhängern Räume zur Verfügung, hat auch sehr lange die Al-Quds-Tage mitorganisiert, die ja gegen die Existenz Israels gehen. Der Leiter des IZH, der wird als linientreu beschrieben für eben die iranische Revolution. Und 2022 ist dann auch der stellvertretende IZH-Leiter ausgewiesen worden, weil ihm eben Verbindungen zu Terrororganisationen nachgewiesen worden waren. Und 2023 hat das Hamburger Verwaltungsgericht dann auch festgestellt, dass das IZH als extremistisch bezeichnet werden darf. Und dann bleibt natürlich die Frage, warum ist es denn nicht schon längst verboten worden? Das ist nicht ganz so einfach, weil es ein Verein ist und die Vereinigungsfreiheit ist in Artikel 9 des Grundgesetzes festgeschrieben. Nur wenn ein Verein gegen Strafgesetze verstößt, gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder gegen die Völkerverständigung, darf er verboten werden. Aber das Ganze muss eben sehr sorgfältig nachgeprüft werden. 2022 hat dann die Ampelfraktionen im Bundestag durchgesetzt, dass eben ein Verbot geprüft wird. Das war im Laufe der Proteste im Iran. Und 2023 lief dann auch ein vereinsrechtliches Ermittlungsverfahren des Innenministeriums. Und in dem Zuge fand ja auch dann schon im November 2023 eine Razzia statt. Die war ebenfalls bundesweit, aber eben auch dort in der Blauen Moschee. Und die Beweise von diesem November 2023, die haben eben jetzt dazu geführt, dass das IZH verboten worden ist. Man muss auch dazu sagen, das Ganze musste der Bund machen, weil das Zentrum eben bundesweit tätig ist. Trotzdem muss man sagen, dass es wohl gut gewesen wäre, wenn schon eine frühere Bundesregierung dieses Verbot durchgesetzt hätte. Denn wenn wir uns jetzt mal die Zahlen der Islamisten allein in Hamburg anschauen, die haben doch deutlich zugenommen seit 2015 und von damals knapp über 1000 auf jetzt 1840. Und man muss dazu wissen, dass die Behörden etwa 80% dieser Islamisten auch als gewaltbereit einschätzen.